Wir befinden uns hier im Land Brandenburg, südlich von Berlin gelegen, in der Gemarkung Großmachnow in der Nähe des Zülowkanals. Persönlich kenne ich die Landwirtschaft noch aus anderen Verhältnissen. Wir hatten selber einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb, als ich noch sehr klein war. Und da sah Landwirtschaft noch etwas anders aus und auch die Natur hatte ein anderes Erscheinungsbild. Ja, mein Name ist Jürgen Zimmermann und ich bin der Vorsitzende der Agrargenossenschaft hier in Großmachnow. Mein Betrieb ist ein eigentlich ganz normaler Landwirtschaftsbetrieb. Wir bewirtschaften insgesamt ca. 2900 Hektar und sind von der Produktion recht vielfältig aufgestellt. Wir machen normalen Ackerbau, das heißt, wir produzieren Getreide, bei uns Roggen, Weizen, Gerste. Wir bauen Raps an. Wir haben eine Photovoltaikanlage. Wir betreiben eine Biogasanlage mit einer elektrischen Leistung von 536 kW, für die wir die Maisproduktion benötigen. Wir haben eine Ferkelproduktion mit etwa 420 produktiven Sauen. Wir haben ca. 100 Mutterkühe, die ganzjährig extensiv im Freiland gehalten werden. Wir haben Speisekartoffeln für die Direktvermarktung in unserem Hofladen und wir betreiben eigentlich seit 2013 auch Naturschutz in Form des Projektes Zyloniederung. Zum Zylo-Projekt kam es, als wir erfahren haben, dass es noch Defizit bei den Ausgleichsmaßnahmen für den Flughafen gab. Und es ergab sich dadurch die Möglichkeit, über die vielen kleinen Maßnahmen, die um den Flughafen herum konzipiert waren, eine große, für meine Begriffe auch viel wirksamere Maßnahme in die Planung zu bringen. Die Motivation bei dem Projekt hier mitzumachen war eigentlich die, einmal, dass man hier Naturschutz fachliche Dinge umsetzen könnte, die von Interesse sind, und zum anderen natürlich auch, dass diese Maßnahmen produktionsintegriert sind. Das heißt, wir werden weiter Landwirtschaft betreiben und die Flächen, die wir aus der eigentlichen Produktion herausnehmen, werden uns entsprechend auch vergütet und honoriert. Nutzungs- oder produktionsintegrierte Maßnahmen bedeutet, dass der Landwirt gleichzeitig auf seiner Fläche Erträge von immer noch 5 bis 7 Tonnen erzielen kann und trotzdem auf einem größeren Teil der Fläche Naturschutzmaßnahmen umsetzt. Naturschutz wird häufig an den Bedürfnissen und an den Vorstellungen der Landwirte vorbeigemacht. Wir haben hier die Möglichkeit gehabt, mit Landwirten, das entspricht übrigens auch dem Prinzip des Deutschen Verbands für Landschaftspflege, mit Landwirten zusammen auf den Flächen, die ihm gehören, die er bewirtschaftet, Naturschutzdinge zu realisieren. Bei Naturschutzmaßnahmen gibt es unter den Landwirten häufig Skeptiker und so ähnlich war es auch bei uns. Also nicht alle waren von Anfang an von diesen Maßgaben begeistert. Einmal, weil sie vielleicht den Sinn der Maßnahme nicht so schnell erfasst haben und zum anderen auch, weil sie wissen, dass es doch mit sehr viel Aufwand und zusätzlichen Arbeiten verbunden ist. Man überzeugt die Mitarbeiter und Mitglieder nur dadurch, indem man ihnen die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen nahebringt und indem man ihnen auch klar macht, dass diese Maßnahmen mit zu einem wirtschaftlichen Ergebnis des Betriebes beitragen können. Die Mitarbeiter sind letztendlich diejenigen, die die Maßnahmen draußen umsetzen müssen, und insofern müssen sie natürlich auch wissen, was sie dort tun und wofür es gut ist. Beim Zylo-Projekt stehen Arten im Fokus, die durch die intensive Landwirtschaft aus unseren landwirtschaftlich genutzten Flächen weitgehend verschwunden sind. Eindrucksvoll immer Vogelarten, aber es betrifft auch Insektenarten. Es gibt Spinnen, die an die ackerbauliche Nutzung gebunden sind. Es gibt Laufkäfer, es gibt viele andere, bis zu Mäusen, die an und für sich nicht selten sind, aber die in der Nahrungskette eine ganz wesentliche Rolle spielen. Wir haben insgesamt ca. 60 Kilometer Ackerrandstreifen und Trennstreifen angelegt. Wir bewirtschaften das Grünland extensiv nach Vorgaben. Wir haben für unsere Weidehaltung Vorgaben zur Weidebewirtschaftung. Wir setzen an verschiedenen Stellen weniger Dünger ein. Und wir haben natürlich eine Vorgabe zu unserer Fruchtfolge bzw. zur Fruchtartenvielfalt. Die größte Herausforderung war, planfestgestellte, von Landschaftsplanern erarbeitete Maßnahmen in die Praxis der landwirtschaftlichen Betriebe zu integrieren. Wir hatten hier
die Umsetzung von über 590 einzelnen Maßnahmenflächen auf über 1000 Hektar. Und das in den betrieblichen Alltag zu integrieren, war echt eine große Herausforderung. Ich bin besonders stolz in diesem Projekt, dass die Skeptiker, die es vorher gab, nicht recht behalten haben. Es gab viele, die gesagt haben, auf so großer Fläche, mit so vielen Flächenbesitzern, das bekommt ihr nie hin. Dass wir gute Zusammenarbeit zwischen dem Landschaftspflegeverein, letztlich dem Eingreifer, dem Flughafen und dem Landwirt, der die Dinge realisieren muss, hinbekommen haben. Aus unserer Perspektive tun wir hier Dinge, die vom Landwirt in Zukunft sowieso erwartet werden. Das machen wir jetzt schon seit 7 Jahren. Und wir leisten natürlich auch einen erheblichen Beitrag zur Erhaltung der Kulturlandschaft und damit auch zur Erhaltung der Landwirtschaft hier in der Region. Die Agrargenossenschaft mit dem Herrn Zimmermann an der Spitze hat den Deutschen Landschaftspflegepreis deshalb verdient, weil er durch seine gute Zusammenarbeit mit uns überhaupt ermöglicht hat, dass wir die planerischen Gedanken in die Praxis umsetzen konnten. Man muss sich dabei auch immer vor Augen halten, dass wir natürlich Ideen entwickeln und Planungen entwickeln, Vorstellungen haben über die Zukunft. Der Landwirt trägt das volle Risiko. Er muss seine Kredite bezahlen, er muss seine Angestellten bezahlen und deshalb hat er diesen Preis verdient.